Ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Bastelzimmer. Ich bin Silvia von Stempel einfach und ich freue mich total, dass ich heute hier in unserem riesigen internationalen Gruppchen einen klitzekleinen Beitrag in Deutsch beisteuern darf. Der Grund dafür ist, die liebe Shannon hat mich vor ein paar Tagen angerufen und gefragt, ob ich nicht ein paar Ideen mit dem Produktpaket Wunderbare Blätter zeigen kann. Ihr findet das Produktpaket im Herbst-Winter-Katalog auf der Seite 49. Das ist das hier mit den Blättern. Ja. Und ja, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was auf mich zukommt und so, sondern habe direkt zugesagt. Und der Grund war, ja, das Produktpaket gehört zu meinen absoluten Favoriten aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und als ich zum ersten Mal durch den Katalog geblättert habe, bin ich direkt hier stehen geblieben und war direkt hin und weg bei den wunderschönen Blättern und den wunderschönen Stanzen, die hier im Katalog eigentlich gar nicht so schön rauskommen, wie sie eigentlich sind. Ja, ich musste das Produktpaket haben, habe direkt bestellt und ja, das sind ja inzwischen schon ein paar Wochen und inzwischen sind auch viele verschiedene Projekte hier von meinem Basteltisch gehüpft, die ich gerne heute mit euch teile. Ja, dabei sind Karten, ein paar verschiedene Karten, weil Karten gehen einfach immer, wir brauchen immer Karten, wir brauchen Geburtstagskarten, wir brauchen Dankeskarten, Grußkarten, gute Besserungskarten und einfach so Karten. Das sind Karten, die man einfach so verschicken, verschenken oder auch miteinander tauschen kann. Und ich finde, Karten sind auch die perfekten Projekte für unsere Veranstaltung wie Workshop oder Stempelpartys. Ne? Ich weiß, mit unserem Workshop ist das zurzeit alles etwas kompliziert und nicht so einfach wie früher. Und unser Freund Corona lässt uns leider nicht so schnell in Ruhe, als wir uns das vielleicht erhofft haben. Aber ich denke, unter bestimmten Voraussetzungen, unter allen Sicherheitsmaßnahmen und in kleinen Gruppchen, lassen sich vielleicht die Veranstaltungen doch durchführen, damit wir die Projekte miteinander teilen können, miteinander basteln können und eine schöne kreative Zeit verbringen können. Ja, und ich finde, Karten sind auch perfekte Projekte für unsere Anfänger. Ne? Für diejenigen, die sich gerade jetzt so kurz vor Weihnachten, wie ich damals, ich habe hier kurz vor Weihnachten ein Video auf YouTube gesehen und da war ich direkt hin und weg und total Stamina infiziert und bin auch dann direkt eingestiegen. Ne? Das sind schon 6 Jahre her und seitdem bastel ich immer noch gerne Karten. Also perfekt für Anfänger, perfekt für diejenigen, die gerade jetzt so ein bisschen danach gucken und ihre kreative Ader vielleicht gerade jetzt entdecken. Ja, außer den Karten habe ich noch eine kleine Verpackung, die relativ einfach ist, aber dennoch ein Hingucker. Und ich habe auch eine romantische Idee für die langen Abende, die jetzt kommen. Und ich habe auch eine Deko-Idee für diejenigen, die sehr gerne mit den Jahreszeiten gehen und dekorieren. Ne? Also, ich würde sagen, ich drehe euch kurz um, schalte auf den Fingermodus und wir legen direkt los. Ne? So, und da bin ich wieder und habe direkt hier mir das erste Projekt geschnappt, und zwar diese einfache herbstliche Karte. Diese Karte ist perfekt für Anfänger geeignet, denn man kommt hier wirklich mit sehr wenig Material aus, im Prinzip nur ein bisschen Papier, also Flüsterweiß, und mit 2 Stempelkissen. Ich habe zwar hier den Spruch in schwarz gestempelt, aber für Anfänger, die kein Schwarz haben, ne, man kann den Spruch farbig abstempeln. Das geht natürlich auch wunderbar. Und bei den Blättern, ne, ihr könnt das sehen, die Blätter sind zweifarbig gestempelt. Ne. Ich habe für die Blätter einfach hier das große Blatt mir hier auf dem Klarsichtblock montiert und bin nicht so, wie wir das sonst immer machen, ne, mit einem Stempel, ein Stempelkissen so zack rein, sondern habe fürs Einfärben einfach hier unsere Fingerschwämmchen
genommen und bin halt mit dem Fingerschwämmchen hier in die hellere Farbe rein. Das ist hier Mangogelb. So, und habe die hellere Farbe hier in der Mitte von dem Blatt aufgetupft. Und für den Rand habe ich hier Flamingorot. Man kann natürlich auch Blutrot nehmen, für diejenigen, die den Kontrast ein bisschen mehr Kontrast haben wollen. Und die dunkle Farbe hier so am Rand abtupfen und dann kann man das direkt abstempeln. Für die Klarsichtstempel benutze ich sehr gerne hier diese Unterlagen, dann sind die Stempelabdrucke ein bisschen schöner. Und habe hier, ne, auf der Karte habe ich das von der Seite gemacht, jetzt mache ich hier zu Testzwecken von der anderen Seite hier schön abstempeln und wie ihr sehen könnt, ne, ist es hier schön zweifarbig geworden. Ne? Und für die Schattierung, also diese Blätter, die da ganz hinten im Hintergrund sind, nimmt man einfach den zweiten Abdruck. Ne? Also nicht nochmal jetzt tupfen und nicht nochmal stempeln, sondern hier so den zweiten Abdruck einfach hier im Hintergrund setzen. So, zack, ganz zart, leicht im Hintergrund. Ne? So. Und so einfach und so schnell ist diese Technik. Man kann hier natürlich noch so ein paar Flecken drauf spritzen und ein paar Pailletten draufkleben. Und ja, die Karte ist wirklich für diejenigen, die ja, ein schnelles Projekt haben wollen, perfekt geeignet. So ähnlich ist es auch mit der zweiten Karte. Ich schiebe die Stempelkissen hier kurz zur Seite. So, für die zweite Karte habe ich im Prinzip die neuen Incolors verwendet. Und im Prinzip ist es auch eine Karte, die perfekt für Anfänger geeignet ist, weil man hier auch nicht viel machen muss. Hier ein bisschen Cardstock versetzt reinsetzen, da muss man sich nicht anstrengen, dass man das irgendwie gerade justieren muss, sondern einfach frei gestalten kann. Und ich finde hier bei den beiden Kartenset, ne, da gibt es ja schon fertige Karten, die kann man ja auch mitverwenden und vor allem hier super praktisch die passenden Briefumschläge, die man direkt hat. Ne? Ich habe also hier diese Karte durchgeschnitten und hier im Hintergrund gesetzt. Ich habe zwar auch hier das Papier geprägt, aber für diejenigen, die jetzt sagen, naja, ich habe jetzt keine Stanzmaschine, muss man das natürlich nicht. Man kann auch die Blätter mit der Schere ausschneiden. Ich habe natürlich die Stanzen hier, deswegen habe ich die ja gleich durchgestanzt. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier ganz normal gestempelt, einfarbig gestempelt, aber habe hier mit dem passenden Marker die Linien, die feinen Linien, die die Blätter normalerweise haben, hier nachgezogen. Ne? Habe also den Marker hier in Flamingo-Rot genommen, weil das Blatt hier auch in Flamingo-Rot gestempelt ist. Habe diese feine Spitze verwendet und habe hier einfach so ganz fein die Linien hier nachgezogen. Ne? Der Spruch hier kommt, ihr fragt bestimmt gleich, woher der Spruch kommt, hier aus dem Stempelset Schöner Herbst. Ne? Einfach so. Das ist, wie gesagt, so wie ich das vorhin gemeint habe, so eine einfach so Karte, die man ja, ohne irgendwelchen Grund verschicken oder verschenken kann oder tauschen kann, als eine Idee. Ja, das ist das zweite Projekt und jetzt geht es weiter. Und zwar, wenn wir schon so ein bisschen bei der Farbe sind, hier habe ich zwei Ideen, die wirklich sehr, sehr dezent mit der Farbe sind. Also hier ist es bisschen nur der Hintergrund eingefärbt und hier in Flamingorot, hier in Babyblau. Ja. Und die Karte ist perfekt für die Leute geeignet, die gar nicht so gerne stempeln. Die gibt es nämlich auch. Aber dafür die Finger nicht von der Stanzmaschine lassen können.
von unserer neuen, schönen Stanzmaschine. Und ja, ich habe hier einfach die Blätter gestanzt hier und diese mittlere Teile verwendet, ne, damit die Blätter direkt geprägt sind, und habe die hier einfach an den Hintergrund dran genäht. Diejenigen, die jetzt keine Nähmaschine haben, die können die Blätter einfach aufkleben. Das funktioniert natürlich auch super. Und ja, ich habe noch den Spruch hier. Ja, da ist der Spruch in weiß hier embossed auf einem Schnipsel vom schwarzen Cardstock und die Tröpfchen draufgeklebt und fertig ist die Karte. Ne? Hier den Faden noch so ein bisschen raushängen lassen. Ich finde das irgendwie auch lustig. Und ja, so ähnlich war das hier mit dieser Karte. Ne? Die Blätter habe ich zwar anders eingeordnet, ich habe sie auch hier dran genäht und den weißen Faden hier umgebunden und Schleifchen dran. Und schnelle, einfache Karte war ja auch fertig. Und passend zu der Karte habe ich auch den Briefumschlag hier hinten, also die Rückseite von dem Briefumschlag gestaltet. Habe einfach das mittlere hier von dem Blatt, ne? Also ich hole mal das geschwind raus, für diejenigen, die das nicht kennen, ne? Also diese Innenteile, die prägen nur, die stanzen nicht. Und mit diesen Teilen kann man hier wunderbar auch die Rückseite vom Briefumschlägen gestalten. Und ich finde, das Blatt hier sieht geprägt wirklich fast schon wie eine Schneeflocke. Also man kann die Briefumschläge perfekt dann auch für Weihnachtskarten verwenden. Ne? Also 2 Fliegen mit einer Klatsche gleich erledigt. Ja, das sind, wie gesagt, die 2 Projekte, die so ein bisschen ganz zart mit Farbe sind. Und ja, weil wir hier in Deutschland manchmal nicht so bunt sind, sondern mehr mit den Naturtönen ja, rumspielen und die Naturtöne so sehr gerne haben, habe ich hier, Moment, ich schieb die Farbe hier aus der Sicht. So, und weiter geht's. Hier habe ich Projekte, die perfekt für einen kleinen Workshop sind. Also bei mir werden immer Karten gebastelt, eine kleine Verpackung, vielleicht eine Deko-Idee, und für jeden Teilnehmer gibt es auch immer einen kleinen Goodie, ne? Passend hier mit dem Stempel Hallo Do, bietet sich perfekt an. Und für den Goodie habe ich hier einfach, ne, jetzt gibt es diese Schokowaffeln, die jetzt für Herbst, Winter auch perfekt für unsere Kunden geeignet sind. Die kann man ja auch perfekt in Paket legen und dann versenden. Ne, im Sommer schmilzt das alles zu einem Schokosüppchen, aber jetzt im Herbst, Winter passt das wieder alles wunderbar. Ne, und hier habe ich einfach 2 Bahnen aufgeklebt, das Blatt oben drauf mit den Dimensionals und dem Spruch dazu. Und ja, fertig ist der Goodie. So, und ja, ich habe vielleicht erstmal zu der Karte. Hier für die Karte habe ich diese Hintergrundstanze, die den Hintergrund so schön prägt, verwendet. Dann einen Banner, ne, und das Blatt. Also für das Blatt habe ich hier das Innenteil, ne, reingelegt in die Stanze. Dann wird das direkt gestanzt und geprägt und hier alles in Naturtönen gestaltet. Auch der Spruch hier ist aus dem Stempelset Zauberhafte Grüße, passend in Savanne gestempelt. Und ja, und der Trick hier bei der Karte ist, wenn man nämlich die Verpackung gestaltet, ne, könnt ihr das sehen, ist das hier, ne, hier, das Blatt ist hier quasi rausgefallen. Also hier wird nichts verschwendet, hier wird alles weiter verwendet. Und als ich hier das Blatt aus der Savanne ausgestanzt habe, habe das hier aufgehoben, mit der gestickten Stanze hier schon in Form gebracht, zurecht gestanzt, dass es von der Größe passt, und habe das hier, ja, als so, ja, ist eigentlich das Negativ hier mit verwendet, auch passend hier
Schleifchen dazu geklebt, ne? Wie das hier auch auf der Karte, ne? Passend dazu. Und das ist auch eine ganz einfache Verpackung, ne? Das ist eine ganz einfache Schachtel, sogenannte Double Flip-Top Box. Also hier ganz normal passend für das, was man verschenken möchte. Ich habe hier Servietten reingepackt. Ja, ich finde das aber ganz lustig hier mit den Türchen zum Aufmachen. Ist nicht nur so eine einfache Deckel, dass man abnehmen kann, sondern es geht wie so ein kleines Büchlein auf. Ihr findet im Internet ganz viele Anleitungen dazu. Auch ich auf meinem Blog habe auch eine Anleitung für die Verpackung. Falls ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden oder auf meinem Blog vorbeischauen. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach so, ja, wenn man gerade nicht Servietten verschenken möchte, sondern etwas anderes, was selbst gebasteltes, kann man natürlich so eine Girlande hier in die Verpackung reinstecken. Die passt da ja auch perfekt rein. Ja, für diese Girlande habe ich auch mehrere Blätter einfach ausgestanzt. Hier, ne, Verpackungspapier, ein Stück Verpackungspapier genommen, auch durchgestanzt, und das Papier ist ein bisschen zerknüttelt, ne, wie das so bei den normalen Blättern ist. Die kräuseln sich auch so ein bisschen, alles zusammengenäht, und ja, fertig ist diese Deko-Idee. Ich zeige euch auch gleich, wie das am Fenster ausschaut. Aber nochmal hierfür, was man hier noch einpacken kann. Und zwar, man kann auch hier so eine kleine, Moment, es brennt, so eine kleine Laterne verschenken. Ja, ich habe hier ein Teelicht reingepackt. Und zwar, man kann hier so eine Laterne gestalten. Und die lässt sich auch perfekt so zusammenklappen. Ne? Die viereckigen lassen sich zusammenklappen. Das ist im Prinzip nur ein Streifen vom Flüsterweiß hier ausgestanzt und mit dem Transparentpapier unterlegt, damit das so schön durchscheint, ne? Das Licht. Könnt ihr das sehen? So ein bisschen. Ich nehme euch gleich hier ab und zeige euch, wie das auf meinem Tisch ausschaut. Aber ich wollte nur sagen, dass man das hier, ne, vielleicht mit einem Teelicht oder so, mit einem Teelicht, mit einem künstlichen Teelicht hier auch mit reinpacken kann. Und man kann das wunderbar auch verschenken. Ne? So, ich lasse das aber hier jetzt ganz kurz auf dem Tisch stehen, damit wir das gleich besser sehen können. So, und ich habe auch noch eine Idee, die hierzu passt. Die habe ich aber selbst nicht gebastelt, denn diese Karte, diese wunderschöne Karte, habe ich von der lieben Evi von Kreativglück zugeschickt bekommen. Und die Evi hat eine Schüttelkarte gestaltet mit ganz vielen Pailletten im Hintergrund und hier dann die Karte richtig schön geprägt mit den Prägeteilen hier, ne? Und die passt wirklich hier zu den Projekten von den Farben, von dem Look perfekt dazu. So, jetzt nehme ich euch kurz noch hier auf meinem Basteltisch, denn ich habe hier diese Teelichter, diese kleinen Laternen hier gebastelt. Ja. Und die sieht man natürlich hier so von der Seite am besten. Ich habe hier für die Laternen, wie gesagt, einfach ein Stück Flüsterweiß genommen, die Blätter reingestanzt und das, was rausgefallen ist, also die Blätter, ja, wieder mit dem doppelseitigen Klebeband rangeklebt. Und hier habe ich die Blätter rausgelassen. Und das ist auch eine super einfache, schlichte Deko-Idee jetzt für die langen Abende. Und wenn man diese Teelichter hier verwendet, ne, also die Gläser, dann kann man da ja auch ein paar Blumen reinstecken, wie so eine kleine Vase gestalten. Und ja, passend dazu hat man gleich ein hübsches Set, was man auf dem Basteltisch, auf dem Workshop-Tisch stehen lassen kann. So, und jetzt ganz geschwind von dem Basteltisch gehen wir noch ans Fenster hier, denn ich wollte euch noch diese Girlande hier zeigen. Die ist auch super schnell und einfach gemacht. Ich habe die Blätter hier einfach
ausgestanzt, ne? Die eine Seite geprägt, die andere Seite ganz schlicht gelassen und mit dem doppelseitigen Klebeband auf einem dünnen Faden aufgeklebt. Eine total einfache, aber auch schöne Idee. Hier kann man natürlich auch ein bisschen mit Farbe arbeiten, aber ich habe alles hier schön schlicht gelassen. Ich finde, das passt hier mit der Gardine perfekt, ne? Und mit dem Blick auf den Garten. Und jetzt gehen wir hier weiter, denn ich habe hier noch die zweite Girlande hängen und hier habe ich das schöne große Blatt in dem Papierring gehängt. Ihr könnt euch an die Schneeflocke wahrscheinlich erinnern vom letzten Jahr und so ähnlich ist das hier auch, ne? In dem Ring das Blatt und ich finde, das macht schon was hier, ne? Wenn es sich so schön dreht und so. Hier zum Beschweren habe ich noch diese kleine süße Eichel genommen. So, meine Lieben, und ich bin jetzt hier am Ende. Ich habe euch alles gezeigt, meine Zeit ist um. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Idee für euch und für eure kleine Veranstaltung, für euer Workshop oder Stempelparty mitnehmen können. Bei Fragen meldet euch und ich wünsche euch eine wunderbare, kreative Zeit mit vielen bunten Blättern und bleibt gesund. Bis bald! Tschüss!